Hallo zusammen, ich heiße Linda und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Deklination ist ein schweres Thema für viele Leute, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Es gibt in der deutschen Sprache bestimmte und unbestimmte Artikel. Zu den bestimmten Artikeln gehören der, die und das. Zu den unbestimmten Artikeln gehören ein und eine. Je nach Satz können sich aber diese Artikel auch verändern. Der kann zum Beispiel zu den, dem und des werden. Die kann auch zu der werden. Und das kann zu dem oder des werden. Also insgesamt haben wir als bestimmter Artikel in der deutschen Sprache nicht nur der, die und das, sondern auch dem, den und des. Wir haben 6 bestimmte Artikel. Ähnlich ist es auch bei den unbestimmten Artikeln. Ein kann zu einen, einem oder eines werden. Und eine kann auch zu einer werden. Somit sind die unbestimmten Artikel nicht nur ein und eine, sondern einen, einem, eines und einer. Auch 6 unbestimmte Artikel. Wie und warum sich die Artikel verändern, werden wir uns in diesem Video genauer anschauen. Es gibt in der deutschen Sprache 4 Fälle, bekannt auch als Kasus. Diese sind Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Nominativ ist bekannt als der erste Fall, Akkusativ ist der 4. Fall, Dativ ist der 3. Fall und Genitiv ist der 2. Fall. Es ist aber ein bisschen einfacher, die Fälle in dieser Reihenfolge zu lernen. Das werdet ihr gleich sehen. Nominativ beschreibt das Subjekt im Satz. Akkusativ, Dativ und Genitiv beschreiben immer Objekte. Das Subjekt beschreibt die Person oder die Sache, die in dem Satz etwas macht. Wir fragen danach, indem wir wer oder was sagen. Objekte sind die Teile im Satz, die etwas abbekommen, also die Sache oder die Person, bei der etwas gemacht wird. Um nach dem Akkusativobjekt zu fragen, fragen wir mit wen oder was. Für das Dativobjekt benutzen wir wem und für das Genitivobjekt benutzen wir wessen. Wessen heißt so viel wie wem gehört? Jetzt schauen wir uns gerade einen Beispielsatz an. Ich schreibe einen Text. Wer oder was schreibt einen Text? Ich. Das ist ein Subjekt. Das ist Nominativ. Wen oder was schreibe ich?
einen Text. Das ist ein Akkusativobjekt. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, Akkusativ und Dativ zu unterscheiden. Es gibt also Präpositionen, kleine Wörter, die uns helfen. Bis, durch, für, gegen, ohne und um. Wenn wir diese Wörter sehen, brauchen wir immer Akkusativ. Bei Dativ gibt es auch Wörter, die uns helfen. Zum Beispiel aus, bei, mit, nach, seit, von, zu und gegenüber. Dativ kann man auch manchmal erkennen, weil bestimmte Verben immer Dativ brauchen. Die wichtigsten wären danken, helfen, drohen, glauben und gehören. Es gibt Präpositionen, zum Beispiel an oder unter, die manchmal Akkusativ sind und manchmal Dativ. Akkusativ benutzen wir auch, wenn wir über Bewegung sprechen. Die Frage wohin hilft uns. Dativ benutzen wir auch, wenn wir um einen Ort sprechen. Die Fragen wo und woher helfen uns hier. Für Genitiv haben wir auch einige Präpositionen. Trotz, wegen, während, innerhalb und außerhalb. Wichtig ist auch, dass wir diese Deklinationstabellen kennen. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Ich gehe in Stadt. Im Wörterbuch sehen wir, Stadt ist weiblich, Stadt ist feminin. Also normalerweise heißt es die Stadt. Wir haben das Verb gehen. Gehen ist Bewegung und Bewegung ist Akkusativ, haben wir gesagt. Okay, jetzt haben wir die Stadt in Akkusativ. Wir gucken uns die Tabelle an. Normalerweise die Stadt, aber es geht um Akkusativ und Stadt bleibt dann die. Das heißt, wir können sagen, ich gehe in die Stadt. Im zweiten Satz haben wir, ich bin in Stadt. Ich bin. Das ist keine Bewegung. Wo bin ich? Wo bin ich? Die Frage wo ist Dativ. Stadt ist feminin. Wir gucken uns die Tabelle an. Feminin, Dativ heißt der. Wir sagen also nicht, ich bin in die Stadt, sondern ich bin in der Stadt. Wo bin ich?
ich bin in der Stadt. Hier können wir nicht sagen wo, weil es um Bewegung geht. Dann heißt es, wohin gehe ich? Ich gehe in die Stadt. Bewegung, Ort. Akkusativ, Dativ. Im nächsten Beispiel haben wir, ich gehe mit Freundin einkaufen. Freundin, das bedeutet, das ist eine weibliche Person. Feminin. Also normalerweise sagen wir eine Freundin. Eine Freundin, das ist feminin. Aber jetzt gucken wir hier. Wir haben eine Präposition. Mit. Mit ist Dativ. Jetzt gucken wir in die Tabelle. Eine bei Dativ waren bei Feminin und reden jetzt von Dativ. Dann heißt es nicht mehr eine, sondern einer. Ich gehe mit einer Freundin einkaufen. Der nächste Satz ist sehr ähnlich. Ich gehe ohne Freundin einkaufen. Aber hier haben wir nicht mit, sondern ohne. Wir schauen uns wieder die Präpositionen an. Ohne ist Akkusativ. Wir schauen in die Tabelle. Feminin, Akkusativ ist eine. Eine. Das heißt, ich gehe ohne eine Freundin einkaufen. In ganz seltenen Fällen sind sogar manchmal 2 Artikel korrekt. Ich warte auf den Bus und ich warte auf den Bus. Aber das hat dann eine andere Bedeutung. Auf wen oder was wartest du? Akkusativ. Ich warte auf den Bus. Das bedeutet, ich stehe an der Bushaltestelle und warte auf den Bus. Wenn man aber sagt, ich warte auf den Bus, dann müsste man fragen, wo wartest du? Dem ist nämlich Dativ. Wo wartest du? Ich warte auf dem Bus. Das bedeutet, ich stehe auf dem Bus. Und das will man vielleicht nicht sagen. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Vielen Dank für das Ansehen. Klicke, like, share und bis zum nächsten Mal. Tschüss.